Heute berichten wir über ein sehr verworrenes Verbrechen. Dieser Fall wurde so viral, dass alle Einwohner darüber diskutierten. Trotzdem reißen die Kontroversen bis heute nicht ab. Viele sind der Meinung, dass das Urteil ein Justizirrtum ist. Die Schönheit des weiblichen Körpers kann so faszinierend sein, dass man völlig den Verstand verliert. Aber oft ist es so, dass je schöner ein Mensch äußerlich ist, desto hässlicher ist er innerlich. Manchmal verbirgt Schönheit solche Schrecken, dass man nicht nur den Verstand, sondern auch das Leben verlieren kann. Patrick Warren McRae hat den Traum von Millionen Amerikanern verwirklicht, berühmt zu werden und beim Fernsehen zu arbeiten. Pat, wie ihn seine Angehörigen und Freunde nannten, begann bei einem Fernsehsender zu arbeiten und wurde schließlich Koordinator für Videoproduktion. Der Mann war fleißig und widmete seine gesamte Freizeit seiner Arbeit, was ihm ermöglichte, seinen Traum von einer glänzenden Karriere zu verwirklichen. Trotz all seiner beruflichen Ambitionen war er auch familienorientiert. Im Jahr 1985 heiratete er. Aus einer stürmischen Romanze wurde ein gemeinsamer Alltag mit Kindern, aber nach 12 Jahren zerstörte seine Karriere diese Beziehung. Im Jahr 1997 zerbrach die Familie McRae. Trotzdem blieb Pat seinen beiden Kindern aus erster Ehe ein treuer Vater. Er pflegte ein warmes Verhältnis zu seiner Ex-Frau. So konnten die Sorgerechte ohne Probleme und Einschränkungen aufgeteilt werden. Die Kinder besuchten ihren Vater fast täglich, da sie nicht weit voneinander entfernt wohnten. Pat arbeitete weiterhin aktiv, nutzte aber jede Gelegenheit, um seine Kinder zu sehen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Er nahm sie regelmäßig zu Fußballspielen mit und kam zu ihren Spielen. An den Wochenenden gingen sie alle zusammen ins Kino und ins Café. Das war ihre Tradition. Die gemeinsame Erziehung führte manchmal zu Streitigkeiten zwischen den ehemaligen Ehepartnern, aber sie bemühten sich auch nach der Trennung zu einer Einigung und einem Kompromiss zu kommen. Bis 1999 lebte er weiterhin in Des Moines, Iowa, USA. Patrick war zu diesem Zeitpunkt 43 Jahre alt. Der Alltag des Mannes verlief jeden Tag ähnlich. Normalerweise holte der Vater morgens seine jüngste Tochter ab, um sie zur Schule zu bringen, und ging dann ins Studio, wo er bis zum Abend arbeitete. Danach besuchte er seine Kinder. Auch die Wochenenden verbrachte er mit ihnen. Am Samstag, dem 16. Oktober 1999, lief jedoch alles anders als geplant. Seit dem Morgen versuchte seine Ex-Frau Pat zu erreichen, da er nicht wie geplant gekommen war, um die Kinder am Wochenende zu besuchen. Sie hatten sich seit Freitag nicht gesehen, nachdem der Mann seine Tochter morgens zur Schule gebracht hatte. Nun war Pats Festnetznummer nicht erreichbar. Das ganze Wochenende über meldete er sich nicht, was ebenfalls untypisch für ihn war. Am Montag kam der Mann auch nicht zu seiner Ex-Frau, um seine Tochter abzuholen, und erschien auch nicht zur Arbeit. Dieses Verhalten kam ihr verdächtig vor, weshalb die Ex-Frau beschloss, persönlich zu ihm nach Hause zu fahren. Die Frau hatte das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Als sie vor dem Haus ankam, stand Pats Auto noch immer in der Einfahrt, also musste er zu Hause sein. Die Haustür war verschlossen. Niemand reagierte auf ihr Klopfen. Um hineinzukommen, benutzte die Ex-Frau den Ersatzschlüssel, den ihr Mann ihr für Notfälle dagelassen hatte. Als sie die Tür öffnete, fand sie Patrick auf dem Boden neben der Eingangstür liegen. Der Mann lag in einer Blutlache, offenbar schon seit mehreren Tagen, da bereits ein spezifischer Verwesungsgeruch in der Luft lag. Um den Körper herum waren an den Wänden und auf dem Boden zahlreiche Blutspuren zu sehen. Sie führten ins Wohnzimmer. Die verängstigte Frau rief sofort die Polizei. Die Polizeibeamten reagierten schnell auf den Notruf aus Patricks Haus. Diese wohlhabende Gegend war für ihre niedrige Kriminalitätsrate bekannt. Der Mord erschütterte die gesamte Gemeinde. Natürlich konnte der Tod des beliebten Fernsehmoderators nicht unbemerkt bleiben. Noch am selben Tag berichteten alle lokalen Fernsehsender darüber. Aber was war wirklich mit dem Mann passiert? Nach der Untersuchung des Tatorts stellten die Ermittler fest, dass der Angriff im Wohnzimmer begonnen hatte. Pat hatte versucht, sich zu verteidigen. Der Mann schaffte es bis in den Flur, aber nur wenige Meter vor der Eingangstür verlor er die Kraft und brach zusammen. Patrick erlitt mehrere Stichwunden, die zu tödlichen Blutungen führten. Der Blutmenge nach zu urteilen, verlor er das Bewusstsein und starb innerhalb weniger Minuten. Bei der Durchsuchung des Hauses konnte die Tatwaffe nicht gefunden werden. Überall im Haus waren blutige Spuren, die ins Badezimmer führten. Vermutlich begab sich der Angreifer nach der Tat dorthin, um sich zu säubern. Das Waschbecken war noch mit Blutspuren verschmiert.
Von dort kehrte der Täter ins Wohnzimmer und dann in den Flur zurück, als suche er etwas. Aus dem Haus fehlten mehrere Gegenstände. Insbesondere konnte die Ex-Frau eine Glasstatue von Pat nicht finden. Außerdem verschwanden mehrere teure Hemden aus dem Kleiderschrank. Diese Auswahl erschien seltsam für einen Raubüberfall, zumal einige wertvollere Gegenstände an ihrem Platz blieben. Aus der hinteren Tasche der blutgetränkten Jeans wurde eine Brieftasche gestohlen, aber das Seltsamste war, dass sie nicht einfach entwendet wurde, sondern dass die Tasche aufgeschnitten wurde. Warum der Mörder sie auf so ungewöhnliche Weise entwendet hat, anstatt sie herauszuziehen, blieb ein Rätsel. Einige Kleidungsstücke und der Inhalt der Schränke waren verstreut und lagen auf dem Boden, als hätte jemand hier nach etwas gesucht. All dies deutete auf ein mögliches Motiv für den Überfall hin, nämlich Raub. Man ging davon aus, obwohl das Verhalten des Mörders sehr seltsam erschien. Möglicherweise stand er unter dem Einfluss irgendwelcher Substanzen. Eine Inszenierung wurde nicht ausgeschlossen. Es wurden keine Einbruchsspuren gefunden. Die Fenster waren unversehrt und die Tür verschlossen. Das war noch eine weitere Seltsamkeit, da die blutigen Spuren genau durch sie führten. Allem Anschein nach hatte Patrick den Täter selbst ins Haus gelassen. Viele Kleidungsstücke, die im Schrank hingen, waren mit Blut befleckt, als hätte jemand die Taschen nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Die meisten Fragen warfen die Fußabdrücke auf. Überall im Haus und sogar draußen waren blutige Schuhabdrücke zu sehen. Ihre Lage und Anzahl deuteten darauf hin, dass der Täter mehrmals das Haus verlassen und wieder zurückgekehrt war. Aber warum hatte er das getan? Ein Teil der Abdrücke war mit frischem Blut hinterlassen worden. Darüber befanden sich weitere, ebenso blutige, aber bereits getrocknete Spuren. Es waren weniger. Nach den Berechnungen des Gerichtsmediziners starb Pat am späten Freitagabend oder in der Nacht, etwa 2 Tage bevor seine Ex-Frau ihn fand. Die Polizei begann, den Tathergang zu rekonstruieren und fand heraus, dass Pat McRae den größten Teil des Abends nach der Arbeit in einem örtlichen Stripclub namens The Up Limits verbracht hatte. Als die Polizei mit seinem Foto dort auftauchte, erkannten viele Tänzerinnen den Mann. Er war Stammgast und besuchte den Club seit seiner Scheidung mindestens einmal pro Woche. Er wurde als freundlicher, ruhiger Mann beschrieben, der normalerweise gegen 22 Uhr kam, aber an diesem Freitag tauchte er viel früher auf. Normalerweise trank er nur ein paar Gläser, unterhielt sich mit den Frauen, schaute den Tänzerinnen zu und ging wieder. Aber dieser Abend war von Anfang an ungewöhnlich. Stattdessen bat Pat eine der Angestellten des Clubs um einen privaten Tanz in seiner Wohnung. Durch einen merkwürdigen Zufall erschien diese Frau am nächsten Tag nicht zur Arbeit, obwohl sie eigentlich hätte kommen müssen. Ihr Name war Laura Inland. Nachdem die Polizei all dies herausgefunden hatte, kam sie zu dem Schluss, dass sie einen Hauptverdächtigen im Mordfall des Fernsehmoderators hatte. Als man versuchte, Laura in der Wohnung zu finden, die sie gemietet hatte, war niemand dort. Der Vermieter teilte mit, dass sie dort sein sollte. Man vermutete, dass die junge Frau geflohen war, aber da es keine Beweise gegen sie gab, beschloss man, vorerst keine Fahndung zu starten. Die Zeit verging. Da Laura die letzte Person sein könnte, die Patrick lebend gesehen hatte, wurde die Suche nach ihr intensiviert und Freunde und Bekannte befragt. In der Zwischenzeit hatten die Kriminalbeamten endlich alle Untersuchungen am Tatort abgeschlossen. Es bestätigte sich, dass der Mörder an den Tatort zurückgekehrt war, wie die blutigen Spuren seiner Schuhe zeigten. Dies geschah mit einem Zeitunterschied von mehreren Stunden und ergänzte die Liste der Merkwürdigkeiten in diesem Fall. Dieser Fall ähnelte in seinen Grundzügen einem Raubüberfall, aber es gab völlig unlogische Details. Alle Fingerabdrücke wurden gesammelt und sorgfältig analysiert. Die meisten davon stammten von Schuhen der Größe 38. Andere stammten von den Hausschuhen des Opfers. Noch mehr Zeit wurde für die Entnahme von DNA-Proben benötigt. Im Haus wurden etwa 70 verschiedene Flecken gesammelt, die zur Analyse einbezogen wurden. Am verdächtigsten waren kleine Tropfen, die auf der Bettdecke zurückblieben. Eine ganze Spur führte von der Eingangstür und über den Stoff. Diese Spuren mussten aus der Bettdecke herausgeschnitten werden. Die Analyse ergab, dass es sich um eine Mischung aus dem Blut des Verstorbenen und des mutmaßlichen Mörders handelte. Die zweite DNA-Probe stammte von einer Frau, was den Verdacht gegen die Tänzerin Laura verstärkte. Die gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte, dass die Todesursache Stichwunden und der darauffolgende Blutverlust waren. Die meisten Stiche waren auf den Brust- und Halsbereich des Opfers konzentriert. Patrick leistete Widerstand, wurde aber offenbar überrascht. Infolgedessen erlitt das Opfer eine Reihe lebensgefährlicher Verletzungen.
Der Gerichtsmediziner stellte zahlreiche Abwehrverletzungen an den Händen fest. Seiner Meinung nach erklärte dies, warum am Tatort nicht nur das Blut des Opfers, sondern auch das des Angreifers gefunden wurde, da sich Täter bei intensiver Verwendung eines Messers häufig an der Klinge schneiden, wenn die Hand abrutscht. Dies hätte auf den Handflächen und Fingern der potenziellen Täterin deutliche Spuren hinterlassen müssen. Schließlich gelang es den Ermittlern nach einem Tag, die besagte Tänzerin Laura Inland ausfindig zu machen. Nach Angaben der jungen Frau war sie am Samstag nicht zur Arbeit erschienen, weil sie am Freitag bis spät in die Nacht getanzt hatte und sich unwohl fühlte. In ihrer Wohnung konnte sie nicht gefunden werden, da sie am Montag auf einer privaten Party außerhalb der Stadt auftrat und erst spät am Abend zurückkehrte. Nun konnten die Polizisten sich ausführlich mit ihr unterhalten, aber ihre Erwartungen wurden von Anfang an nicht erfüllt. Das Erste, was den Ermittlern auffiel, war das Fehlen charakteristischer Verletzungen an den Handflächen der Frau. Das bedeutete jedoch nicht, dass sie nicht auf andere Weise verletzt worden sein konnte. Laura kooperierte bereitwillig mit der Polizei und stellte freiwillig DNA-Proben zur Verfügung, die sofort zur Untersuchung geschickt wurden. Während diese durchgeführt wurde, nahmen die Ermittler die junge Frau fest und befragten sie ausführlich. Laura behauptete, dass sie an diesem Abend keinen privaten Tanz für den Verstorbenen getanzt habe. Sie habe ihn kurz in der Nähe der Bühne gesehen und erkannt, da er Stammkunde war. Aber an diesem Abend habe er kein Interesse an ihr gezeigt. Laura bestritt, zu ihm nach Hause gefahren zu sein. Ihren Angaben zufolge hatten sie und Patrick sich noch nie in einer solchen Situation getroffen. Sie stand immer noch an erster Stelle der Liste der Hauptverdächtigen, aber als die Ergebnisse der DNA-Untersuchung kamen, stimmten die Profile nicht überein. Deshalb wurde Laura von der Liste gestrichen. Nun wurde der Manager des Stripclubs verdächtigt. Da Lauras Lüge seltsam erschien, kehrten die Polizisten zu ihm zurück und der Angestellte des Clubs teilte mit, dass er sich wahrscheinlich geirrt habe. Die Tänzerinnen tragen verschiedene Perücken, sodass sie sich äußerlich sehr ähnlich sehen können, insbesondere bei gedämpfter Beleuchtung und blendendem Blitzlicht. Wahrscheinlich handelte es sich um eine andere Frau, aber es war schwierig herauszufinden, um wen es sich genau handelte. Aus irgendeinem Grund verzichteten die Ermittler darauf, diese Information zu überprüfen und legten diese Version ad acta. In der Zwischenzeit schickten die Ermittler das gefundene DNA-Profil des Mörders an die Polizeidatenbank. Es konnten jedoch keine Übereinstimmungen in der Datenbank gefunden werden. Entweder handelte es sich um ein Erstverbrechen oder die mysteriöse Unbekannte hatte es irgendwie geschafft, nicht in die Datenbank zu gelangen. Dies könnte daran liegen, dass die Informationen in der Datenbank unvollständig waren und nicht alle hochgeladen worden waren. Die Ermittler kehrten zu einer erneuten Analyse der spärlichen Daten zurück, die ihnen zur Verfügung standen. Es war offensichtlich, dass Pat McRae den Mörder kannte, also überprüften sie das unmittelbare Umfeld des Mannes. Der Verstorbene war ein sehr freundlicher und positiver Mensch gewesen. Selbst zu seiner Ex-Frau hatte er ein gutes Verhältnis, was manchmal sehr schwierig sein kann. Ihr DNA-Profil wurde ebenfalls überprüft. Es stimmte nicht mit dem Blut überein, das am Tatort gefunden worden war. Keiner von Patricks Verwandten oder Freunden hatte auch nur die geringste Ahnung, wer das getan haben könnte. Es schien, als hätte niemand ein Motiv gehabt, ihn zu töten. Dann fiel auf, dass der mutmaßliche Täter blutige Spuren an den Vorhängen hinterlassen hatte. Nach dem Mord hatte sie auf die Straße geschaut, wahrscheinlich um sich zu vergewissern, dass niemand etwas bemerkt hatte. Es war möglich, dass tatsächlich einer der Nachbarn die Frau durch das Fenster gesehen hatte. Alle diese Personen wurden erneut befragt, aber niemand konnte sich an etwas erinnern. Zu der angegebenen Zeit schliefen alle Nachbarn. Niemand hatte etwas von dem Überfall mitbekommen. Ein seltsames Detail ließ die Ermittler nicht los. 2 Sätze von Spuren. Die ersten waren mit frischem Blut hinterlassen worden, aber einige Stunden später kehrte die Täterin zurück und hinterließ weitere Spuren. Das alles wirkte seltsam. Wenn ein Mörder zum Tatort zurückkehrt, dann normalerweise schnell, aber nicht erst nach mehreren Stunden. Wenn die Mörderin sich an einen wertvollen Gegenstand erinnert hatte, den sie stehlen wollte, warum hatte sie dann so viele teure Gegenstände im Haus zurückgelassen? Das alles wirkte wie das Verhalten einer unüberlegten Person. Vorsichtshalber wurden die örtlichen Pfandhäuser überprüft, aber auch das brachte keine Ergebnisse. Die Mörderin schien unerfahren in solchen Dingen, aber dennoch gelang es ihr, sich der Festnahme zu entziehen. Die Polizei überprüfte alle, mit denen Pat gearbeitet hatte und die ihn kannten, aber es konnten keine DNA-Übereinstimmungen gefunden werden.
Die Ermittler standen vor einem Rätsel. Dieser Zustand hielt ganze 5 Jahre lang an. Die Angehörigen der Opfer versuchten bei den Ermittlungen zu helfen, verteilten Flugblätter, aber es gab keine Hinweise. Es wurde eine Belohnung ausgesetzt, aber das führte nur zu einigen falschen Hinweisen. Die Ermittler verschwendeten eine Menge Ressourcen, aber ohne Ergebnis. Die Vorfälle erschreckten die örtliche Bevölkerung zutiefst. Der brutale Mord und die Unfähigkeit der Polizei, den Täter zu finden, waren sehr beunruhigend. Trotz des öffentlichen Drucks kam die Untersuchung nicht voran. Die Jahre vergingen und das Interesse der Öffentlichkeit an dem Mord ließ allmählich nach. Nur die Angehörigen, die Gerechtigkeit für Patrick wollten, konnten nicht zur Ruhe kommen. 5 Jahre später meldeten sich Kollegen der Ermittler aus einer anderen Region. Ihr Revier liegt in Lincoln, Nebraska. Sie riefen in Des Moines an und teilten mit, dass sie einen wertvollen Hinweis im Fall Patrick McRae haben könnten. 200 Kilometer vom Wohnort des Opfers entfernt nahm die Polizei einen Mann namens Mars Davis fest. Er wurde wegen Besitzes einer großen Menge verbotener Substanzen angeklagt. Ihm drohte eine lange Haftstrafe, die er natürlich nicht verbüßen wollte, und so schlug er einen Deal vor. Der Festgenommene wollte im Austausch für Strafmilderung über einen ungelösten Mord in Des Moines berichten. Mars kannte den genauen Namen des Opfers nicht und konnte auch keine genaue Adresse angeben, zeigte aber das Haus auf einer Karte. Seinen Angaben zufolge lebte er zum Zeitpunkt des Mordes mit seiner Freundin nur wenige Kilometer vom Haus des Opfers entfernt. Er wusste, wo sich das Haus des Fernsehmoderators befand. Durch einen seltsamen Zufall stimmte die Beschreibung mit dem Tatort überein. Mars gab an, dass sich in der Nähe mehrere Autowaschanlagen und ein Geschäft befanden. Alles stimmte. Er beschrieb auch einige Details des Verbrechens, die nur der Mörder selbst oder jemand, der ihn kannte, wissen konnte. Der junge Mann leugnete jedoch jegliche Beteiligung an dem Mord und dem Raubüberfall. Seinen Angaben zufolge hatte Mars vor 5 Jahren eine Beziehung mit einer 24-jährigen Stripperin namens Andrea Morris gehabt. Er beschrieb sie als sehr attraktive Frau, die in dem Club gearbeitet hatte, in dem der Ermordete Stammgast war. Sie war etwas seltsam, schien aber ganz normal zu sein, zumindest bis zum Freitag, dem 16. Oktober 1999. Freunde und Ehemänner der Tänzerinnen durften den Club nicht betreten. Trotzdem holte Mars seine Geliebte regelmäßig ab und fuhr sie mit seinem Auto zur Arbeit. So auch an dem Abend, als Pat McRae ums Leben kam. Wie üblich holte er Andrea ab, aber sie sagte, dass sie nicht nach Hause gehen würde, sondern zu einem privaten Tanz in das Haus eines Stammkunden. Sie nannte keine Namen, sagte aber, dass es sich um einen sehr wohlhabenden Mann handele, der beim Fernsehen arbeite. Natürlich versicherte sie ihm, dass es sich nur um Tanzen handele. Sie mache das nicht oft. Und Mars verdrängte unangenehme Gedanken und glaubte ihr, da solche Auftritte gut bezahlt wurden. Andrea nannte ihm die Adresse. Ihr Freund fuhr sie dorthin und machte dann eine Runde durch die Stadt, um sich abzulenken und nicht an das Schlimme zu denken. Andrea sollte etwa 1 Stunde weg sein. Er kehrte zur angegebenen Zeit zum Haus des Fernsehmoderators zurück. Zu seiner Überraschung sah er sie blutüberströmt. Der Freund war schockiert über das Aussehen seiner Freundin und fragte, was los sei, worauf sie antwortete, dass sie beim Tanzen einfach Nasenbluten bekommen habe. Andrea schrieb alles einem Zufall zu und bat Mars, nicht in das Haus zu gehen und sich mit niemandem anzulegen. Er bemerkte sofort einige Ungereimtheiten. Seinen Worten zufolge konnte er sich die Blutspritzer von einer gebrochenen Nase nicht gut vorstellen, da das ganz anders aussah. Das Gesicht seiner Geliebten war unversehrt, niemand hatte sie geschlagen, aber es war überall Blut. Auf ihrer Kleidung und sogar in ihren Haaren, was für eine solche Nasenblutung untypisch war, selbst wenn sie bei einer Schlägerei verletzt worden wäre. Trotz dieser Merkwürdigkeiten konnte sie ihren Freund überreden, mit ihr nach Hause zu fahren. Auf dem Weg dorthin ließ Mars das Thema nicht los und stellte weitere Fragen. Als sie ankamen, ging Andrea unter die Dusche, und er sah, dass die Sohlen ihrer Schuhe ebenfalls mit Blut bedeckt waren und charakteristische Spuren hinterließen. Das sah beängstigend aus. Mars hatte neue Fragen, darunter auch die Befürchtung, dass das Leben des Fernsehmoderators in Gefahr sein könnte. Der Freund versuchte mit neuer Kraft herauszufinden, was in diesem Haus passiert war. Er tat so, als sei er wütend und bereit, zu dem Kunden zu fahren und die Sache zu klären. Er bestand darauf, dass der Mann seine Freundin angegriffen und geschlagen habe und man deshalb die Polizei rufen müsse. Das erschreckte sie so sehr, dass die Tänzerin endlich redete. Andrea beruhigte ihn und erzählte ihm schließlich, was wirklich passiert war.
Ihren Worten zufolge hatte sie den Kunden mit einem Messer angegriffen, nachdem Stimmen in ihrem Kopf ihr dies befohlen hatten. Andrea erzählte die Geschichte ausführlich, dass sie das Messer benutzt und auf den Mann eingestochen hatte, bis er kraftlos zu Boden sank. Während das Opfer nach Luft rang, schnappte sie sich das Erstbeste, was ihr in die Hände fiel, und floh, sobald Mars vor dem Haus vorfuhr. Andrea erzählte das so ruhig, dass er nicht einmal eine Antwort fand. Es klang so absurd, dass er es einfach glaubte und dann alles wie einen Albtraum vergessen wollte. In Wirklichkeit war der Schrecken noch nicht vorbei. Andrea schlief eine Weile, sprang aber nach einigen Stunden panisch auf, als ihr klar wurde, dass sie ihre Handtasche am Tatort vergessen hatte. Deshalb bat sie ihren Freund, noch einmal zu Patrick McRaes Haus zu fahren, damit sie alles holen konnte. Als Belohnung gab sie ihm mehrere teure Hemden, die Mars später trug, und dann fuhren sie zu einer Autowaschanlage und wuschen das Auto gründlich. Die Details überzeugten die Ermittler endgültig davon, dass der Festgenommene die Wahrheit sagte. Die Tatsache, dass der Täter zweimal mit einem relativ großen Zeitabstand am Tatort war und Hemden mitgenommen hatte, wurde nirgendwo erwähnt. Das konnte nur der Täter selbst oder jemand aus seinem Umfeld wissen. Vorsichtshalber wurde Mars' Blut mit den am Tatort gefundenen Spuren verglichen. Die DNA stimmte nicht überein. Allerdings blieb die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung des jungen Mannes bestehen. Er könnte einen Raubüberfall begangen oder einen Angriff geplant haben. Auf jeden Fall wurde dem Mann für sein Geständnis Milde versprochen, obwohl es verdächtige Details gab, wie zum Beispiel das Waschen des Autos mitten in der Nacht. Wo Andreas Ex-Freundin jetzt lebt, wusste Mars nicht. Nach diesen Ereignissen trennten sie sich bald und hatten keinen Kontakt mehr. Nun galt es, Andrea Morris zu finden, um mit der jungen Frau zu sprechen, ein Geständnis zu erlangen und sie für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Sie wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Nach der Trennung von Mars stellte sich heraus, dass Andrea weggezogen war und nicht einmal mehr in diesem Bundesstaat lebte. Nach einer Überprüfung in der Datenbank konnte sie schnell ausfindig gemacht werden. Kurz vor diesen Ereignissen war die Verdächtige aus einem Gefängnis in Nebraska entlassen worden. Sie hatte 2 Jahre wegen Besitzes verbotener Substanzen verbüßt. Interessanterweise sammeln nicht alle US-Bundesstaaten bei der Entlassung von Häftlingen aus Justizvollzugsanstalten DNA-Proben und speichern diese in einer Datenbank. Glücklicherweise war dies in Nebraska der Fall, allerdings wurden die Daten noch nicht in die Datenbank hochgeladen. Daher war die Festnahme von Andrea im Fall des Mordes an Patrick McRae unvermeidlich. Allerdings hätte sich dies noch um Jahre verzögern können, wenn Mars Davis nicht mit seiner Enthüllung an die Öffentlichkeit gegangen wäre, da die Verdächtige nach ihrer Entlassung eine DNA-Probe abgeben musste. Nun konnten die Polizisten eine Anfrage an ihre Kollegen stellen und die Profile abgleichen. Sie wiesen eine Übereinstimmung mit den im Haus des Opfers gesammelten Materialien auf, was ein unwiderlegbarer Beweis für ihre Schuld war. Andrea Morris wurde in ihrer Wohnung in Lincoln, wo sie zu dieser Zeit lebte, festgenommen. Als die Polizisten vor ihrer Tür standen und ihr mitteilten, dass sie aus Des Moines, Iowa gekommen seien, wurde die Frau sofort blass. Man erzählte ihr von Patrick, aber die Festgenommene bestritt ihre Schuld. Sie beharrte darauf, dass Mars Davis der Mörder sei. Die Frau gab zu, dass sie am Abend des Mordes nach der Arbeit im Stripclub tatsächlich zu Pat nach Hause gefahren war, um einen privaten Tanz aufzuführen. Nach ihren Angaben fuhr sie zu solchen Terminen immer mit ihrem Freund Mars Davis, der sich zu diesem Zeitpunkt einfach in einem anderen Zimmer befand. Dies geschah aus Sicherheitsgründen. Wenn ein Kunde sich etwas erlaubte oder aggressiv wurde, konnte sie einfach schreien und ihr Freund würde sie retten. Während des privaten Tanzes drückte Patrick sie auf das Sofa, sodass sie sich nicht erheben konnte, und begann sie zu küssen. Sie hatte nicht genug Kraft, um den großen Mann von sich zu stoßen, also begann sie zu schreien. Mars Davis kam mit einem Messer in der Hand aus dem anderen Zimmer gerannt. Der Freund sah alles, geriet in Wut, stach mehrmals auf den Mann ein und tötete ihn. Obwohl die Verdächtige versuchte, überzeugend zu klingen, schien ihre Geschichte von Anfang an eine Lüge zu sein. Am Tatort wurden Schuhabdrücke der Größe 38 gefunden, genau wie die Schuhe, die Andrea Morris trug. Mars Davis war ein viel größerer Mann und trug Schuhe der Größe 43, und im Haus des getöteten Fernsehmoderators wurde kein einziger ähnlicher Abdruck gefunden. Selbst wenn der Freund der Tänzerin im Haus gewesen war, hatte er wahrscheinlich nicht an der Tat teilgenommen, da seine Schuhe keine Blutspuren aufwiesen. Die Ermittler hatten bereits den Verdacht, dass Mars an dem Raub beteiligt gewesen sein könnte,
oder als Fahrer Teil der Verschwörung war, aber wie der Staatsanwalt sagte, ein Deal ist ein Deal. Auf jeden Fall war Andrea die Mörderin. Die Ankunft im Haus des Kunden ähnelte von Anfang an einem vorsätzlichen Verbrechen. Es ist nicht auszuschließen, dass es nur um kriminelles Geld ging, aber irgendetwas provozierte die Frau. Sie lenkte die Aufmerksamkeit des Kunden ab, näherte sich ihm, zog ein Messer und stach auf ihn ein. Insgesamt erlitt der Fernsehmoderator 6 Messerstiche, auf die er kaum reagieren konnte, da er sich mit den Händen schützte. Er versuchte zu fliehen und den Flur zu erreichen, aber zu diesem Zeitpunkt war er aufgrund des Blutverlusts bereits so geschwächt, dass er sich nicht mehr wehren konnte und zusammenbrach. Die Täterin nahm dem noch lebenden Patrick seine Brieftasche und seine Hausschlüssel weg und floh. All dies warf viele Fragen auf. Wie gut fühlte sich Andrea, die die Schlüssel zum Tatort gestohlen hatte? Hatte sie vor, hierher zurückzukehren? Sie konnte das Haus nicht unbemerkt verlassen, ohne Hilfe von außen, also ging sie durch das Schlafzimmer des Mannes, um zu sehen, ob ihr Freund gekommen war. Aus diesem Grund blieben blutige Spuren am Vorhang zurück. Sie hatte ihn beiseite geschoben, um zu sehen, ob das Auto noch da war. Nach Ansicht der Anklage war der einzige wahre Teil ihrer Geschichte die Fahrt zum Haus des Fernsehmoderators für einen privaten Tanz. Andrea bestätigte, dass sie einige Stunden später zur Besinnung gekommen sei und beschlossen habe, ihre Sachen zu überprüfen, da sie sich im Haus des Kunden ausgezogen hatte. In diesem Moment bemerkte die Mörderin, dass sie ihre Handtasche vergessen hatte und beschloss, zurückzukehren. Glücklicherweise hatte sie ihre Hausschlüssel dabei. Die Tänzerin schien ganz vernünftig zu handeln und sich ihrer Handlungen bewusst zu sein, da sie sich zuvor um die Schlüssel gekümmert hatte. Im Herbst 2007 wurde Andrea Morris wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Die Frau lehnte ein Geständnis ab und bestand darauf, dass sie nicht an dem Mord beteiligt gewesen sei. Vor diesem Hintergrund gelang es nicht, die Tatwaffe zu finden, die viele Fragen hätte klären können. Die Geschworenen schenkten der Version der Anklage Glauben. Die ehemalige Tänzerin wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Der Anwalt versuchte, sich auf die Unzurechnungsfähigkeit der Angeklagten und Stimmen in ihrem Kopf zu berufen. Es wurde nachgewiesen, dass die junge Frau zum Zeitpunkt des Angriffs von verbotenen Substanzen abhängig war, doch diese Argumentation klang angesichts der bewussten Handlungen der Frau nach dem Angriff wenig überzeugend. Außerdem behauptete ihr Freund Mars, dass sie völlig normal gewesen sei und nicht unzurechnungsfähig gewirkt habe. Die junge Frau habe ruhig und angemessen auf alle Fragen geantwortet und sich vernünftig verhalten. Interessanterweise gab der Verteidiger nicht auf. Er legte mehrfach Berufung ein, um eine mildere Strafe zu erreichen. In den ersten Jahren nach Beginn der Haft wurden mehrere Berufungen eingelegt, in denen Andrea ihre Unschuld beteuerte. Im Jahr 2013 zog sie diese zurück und bekannte sich stattdessen schuldig des Mordes 2. Grades, der vorsätzlichen Körperverletzung und des Diebstahls 1. Grades. Dadurch konnte ihre Strafe verkürzt werden. Statt lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung muss sie nun 70 Jahre mit der Möglichkeit auf Bewährung verbüßen. Im Jahr 2014 wurde ein Antrag auf ein neues Gerichtsverfahren gestellt, der jedoch später vom Richter abgelehnt wurde. Andrea befindet sich nach wie vor hinter Gittern. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.